It's time for a new adventure from Ride On with Friends. Manchmal braucht es nur zwei Räder, einen guten Freund und eine Straße, die sich wie ein Band durch die Landschaft zieht. Begleite uns auf einer 6-tägigen Motorradreise, die mehr ist als nur Motorradfahren. Sie ist ein Mikroabenteuer für Herz und Seele durch die Mittelgebirge im Osten Frankreichs und im Südwesten Deutschlands. Unsere Tour startete vor 3 Fahrtagen an der Deutschen Weinstraße in der Pfalz und führte uns bis in die mittleren Vogesen in die Nähe von Munster. Von dort aus haben wir in einer Tagestour die Highlights der südlichen Vogesen mit unseren Motorrädern erkundet. Mittlerweile haben wir schon fast 40 spannende Hotspots auf unserer Scouting-Tour dokumentiert. Wenn du von Anfang an dabei sein möchtest, klick einfach auf den Link oben rechts zur Episode 1. Falls du Lust hast, die Tour selbst nachzufahren, kein Problem. Die komplette Routenplanung bzw. die GPX-Tracks der Scouting-Tour sowie ein passendes Roadbook mit ein paar persönlichen Tipps zu den Vogesen und dem Schwarzwald bekommst du direkt von mir. Wie du an die Daten kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für euer geniales Feedback. Einige von euch haben die Tour ja schon komplett inklusive Hotels nachgefahren und bestätigt, ich zitiere, die Tour ist der Hammer. Schreibt bitte weiterhin fleißig eure Erfahrungen und Tipps in die Kommentare. Das hilft mir enorm, die Routen für euch ständig zu optimieren. Vielen Dank euch allen. Jetzt geht es endlich weiter auf unserer Tour von den Vogesen durch die Rheinebene in den Schwarzwald zu außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten, die nicht jeder Motorradfahrer kennt, aber kennen sollte. Mystisch und traumhaft zugleich, kurvenreich und fantastische Aussichtspunkte erwarten uns. Viel Spaß beim Mitfahren! Am 4. Fahrtag heißt's wieder Helm auf, Motor an und raus zum Scouten der grob geplanten 260 Kilometer Tour in den Schwarzwald. Von Munster geht's über den Col du Fürstplan auf kleinen, fast geheimen Waldwegen hinunter an die elsässische Weinstraße, vorbei an malerischen Winzerdörfern wie Güberschwier, wo der Duft der Reben und der Charme des Elsass in der Luft liegen. Danach folgen entspannte Landstraßen bis zum Canal d'Alsace, wo wir auf einer kleinen Brücke den Rhein überqueren und damit zurück nach Deutschland cruisen. Hinter Staufen im Breisgau tauchen wir endlich in den Schwarzwald ein, Kurve um Kurve Richtung Untermünstertal. Mittags wartet eine urige Almgaststätte mit Aussicht auf uns und danach geht es weiter über den Feldberg, vorbei an bekannten Schwarzwaldseen und schließlich auf die legendäre Schwarzwald-Hochstraße bis zu unserem Tagesziel Schönwald. Der Hahn im Nachbarsgarten kräht und weckt uns bei bestem Wetter über dem Münstertal. So startet unser 4. Fahrtag auf der Scouting-Tour und der Abschied von den Vogesen fällt uns ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Nach einem gemütlichen Frühstück geht's auf gepackten Maschinen wieder talwärts ins Münstertal und weiter in Richtung Elsass. Die Sonne lacht, die Straßen sind leer, perfekter Start in den Tag.
Didi sitzt ganz entspannt, vielleicht zu entspannt auf der Maschine. Seine Fahrlinie in den ersten Kurven ist jedenfalls noch ausbaufähig. Aber hey, wir sind ja unter uns und da darf man sich einrollen. Wir rollen ein letztes Mal durch Munster vorbei am Marktplatz und werfen noch einen Abschiedsblick auf die Störche. Danach geht's weiter in Richtung Sulzbach-les-Bains. Von dort führt uns die D40 auf rund 7 Kilometern von 300 Meter hinauf zum Col du Fürstplan auf 722 Meter Höhe. Der Col du Fürstplan ist ein beliebter Anstieg der Kategorie 3, wie Rennradfahrer sagen würden. Schon 1969 führte die Tour de France hier hinauf, zuletzt im Jahr 2014. Mir gefällt diese Strecke besonders, weil sie abseits der stark befahrenen Hauptverbindung zwischen Münster und Colmar verläuft. Die D40 hat alles zu bieten, langgezogene Kurven und Spitzkehren durch dichten Wald bei einer durchschnittlichen Steigung von über 6%. Wir genossen die 20 Kilometer Fahrt bis zur elsässischen Weinstraße. Und wenn man eine besondere Aussicht vom Elsass bis rüber in den Schwarzwald genießen möchte, dann sollte man unbedingt von der D40 auf die D1V in Richtung Güberschwier abbiegen. Wir haben Glück mit dem Wetter, strahlender Sonnenschein und eine fantastische Fernsicht. In den Weinbergen sind die Winzer schon fleißig und bereiten alles für die neue Saison vor. Hier liegt eine der besten Lagen für elsässischen Wein, vor allem für den Gewürztraminer, der in dieser Region besonders gut gedeiht. Wir halten an, lassen die Motorräder kurz ruhen und genießen in der warmen Sonne den Ausblick über die Reben und das Rheintal. Einfach herrlich. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky. Heute bleibt keine Zeit für einen gemütlichen Café au lait hier am schönen Marktplatz. Wir wollen nämlich pünktlich gegen Mittag auf einer Berggaststätte ankommen. Also weiter nach Osten in Richtung Rhein. Ich zeige dir heute ein paar richtig schöne kleine Straßen durchs Elsass. Und zum Abschluss gibt's noch was Besonderes. Wir überqueren die Grenze nach Deutschland über die kleine Rheinbrücke bei Fessenheim. Bevor wir weiterfahren, legen wir eine kurze Rast am Laufwasserkraftwerk Fessenheim ein, direkt am Rhein-Seitenkanal, dem Grand Canal d'Alsace, nur einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Hier stand früher auch ein umstrittenes Kernkraftwerk, das 2020 endgültig stillgelegt und abgerissen wurde.
Heute führt genau an dieser Stelle eine Straße über den Kanal und den Rhein und verbindet Fessenheim mit Hartheim am Rhein. Feel the winds are turning round. What goes up must always come back down. But I'll be safe in your arms, like the light and the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. Yeah, I'll be fine. I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Die Fahrt von den Vogesen in den Schwarzwald ist vielleicht nicht die spektakulärste, aber sie hat ihren eigenen Reiz. Vor allem, wenn man unterwegs ein paar der charmanten Weinorte wie Ribeauvillé, Riquewihr oder Colmar mitnimmt und sich ein Gläschen gönnt. Wer es dagegen lieber zügig angeht und nicht auf der Autobahn oder an den großen Grenzübergängen im Stau stehen will, für den ist diese Route perfekt. Kaum haben wir den Rhein überquert, tauchen schon die ersten sanften Hügel des Schwarzwalds am Horizont auf. Wir verlassen das Rheintal etwa 25 Kilometer südlich von Freiburg bei Staufen und rollen hinein ins wunderschöne Münstertal im Südschwarzwald. Schon nach wenigen Kilometern öffnet sich das Tal. Sanfte Hügel, dichte Wälder und kleine Schwarzwaldhöfe prägen die Landschaft. Das Münstertal zieht sich vom Rheintal im Westen bis hinauf zum mächtigen Belchen mit 1414 Metern, einer der markantesten Gipfel des Schwarzwaldes. Von dort oben hat man einen atemberaubenden Blick hinunter ins Tal und weit über die grünen Höhen des Schwarzwalds hinweg. Ein echtes Highlight jeder Tour. Nach ein paar herrlichen Kurven biegen wir rechts ab. Unser Ziel, die Almgaststätte Kälbelescheuer. Unter Einheimischen längst ein Begriff, aber für viele Motorradfahrer, die den Schwarzwald noch nicht so gut kennen, ein echter Geheimtipp. Eine Almhütte wie aus dem Bilderbuch, eine urige familiengeführte Schankwirtschaft mit Kachelofen, gemütlichem Biergarten und deftiger Hausmannskost. Dazu dieser Ausblick weit hinunter bis in die Rheinebene, einfach traumhaft. Die Kälbelescheuer ist ein besonderer Ort im Hochschwarzwald. Wanderer, Mountainbiker und natürlich Motorradfahrer treffen sich hier, um eine Pause einzulegen, durchzuatmen und die Aussicht zu genießen.
Die Straße hinauf ist asphaltiert, gut zu befahren und das lohnt sich allein schon wegen dem Panorama. Der Blick ins Rheintal ist grandios, der Blaubeerkuchen legendär und das Vesper bodenständig, ehrlich und richtig gut. Und wer Schnitzel liebt, in der Kälbele-Scheuer soll es die besten Schnitzel westlich von Moskau geben, sagt man jedenfalls. An sonnigen Wochenenden kann es hier oben aber richtig lebendig werden. Dann braucht man manchmal ein bisschen Geduld, um einen Platz auf der beliebten Terrasse zu ergattern. Nach einem deftigen Mittagessen und einem eiskalten, alkoholfreien Getränk lehnen wir uns entspannt auf der Terrasse zurück und genießen den grandiosen Ausblick über die Rheinebene. Heute haben wir Glück, kaum Wanderer unterwegs und wir sind die einzigen Motorradfahrer hier oben. Die Ruhe, die Sonne, der Blick, einfach perfekt. Doch lange sitzen ist nichts für uns. Der nächste Stopp ruft. Für unsere Nachspeise habe ich nämlich noch einen ganz besonderen Tipp. Aber wie man so schön sagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also starten wir wieder die Motoren und rollen weiter in den tiefen Südschwarzwald. Über Zell im Wiesental hinauf ins romantische Werratal, nach Todtmoos und weiter über St. Blasien bis hinunter nach Todtnau. Eine Strecke voller Kurven, Aussichtspunkte und Fahrspaß pur. Kurven, Sonne, Freiheit. Manchmal passt einfach alles zusammen. Die Straße windet sich durch sattes Grün. Der Wind spielt mit der Jacke und die Sonne wärmt den Asphalt. Kein Verkehr, keine Eile, nur pures Fahrvergnügen. Wir können in 11 Kilometern am Ziel sein, aber warum sollten wir? Der Tag ist zu schön, um ihn abzukürzen. Also nehmen wir die lange Route, lassen uns treiben, genießen jede Kurve, jeden Moment. Denn genau das ist es, was Motorradfahren ausmacht. Nicht das Ankommen, sondern der Weg dorthin. Die Gegend hier hat noch viel mehr zu bieten. Jede Kurve, jeder Ausblick erzählt seine eigene Geschichte. Alternativ zu unserer Unterkunft könnte man auch in St. Blasien übernachten. Der traditionsreiche Urlaubsort ist ein echtes Juwel, ein heilklimatischer Kurort, der schon seit Generationen Besucher anzieht. Majestätisch erhebt sich auch der Dom von St. Blasien mit einer gewaltigen Kuppe, der drittgrößte Europas. Ein Bauwerk, das Ehrfurcht weckt. Und nur wenige Kilometer weiter rauscht das Wasser der Menzenschwander Wasserfälle. Ein romantisches Naturschauspiel, das man so schnell nicht vergisst. Doch heute sind unsere Prioritäten andere. Diese Tour ist zum Scouting gedacht, zum Entdecken, zum Testen, zum Träumen. Unser Ziel, eine der besten Eisdielen der Region.
Bekannt für ihr legendäres Spaghetti-Eis in allen Variationen. In Todtnau wartet die süße Belohnung, bevor wir den legendären Feldberg erklimmen, die Krone des Schwarzwalds. Ein Tag voller Genuss, Abenteuer und Leidenschaft auf 2 Rädern. Einfach Ride on with Friends. So, unser letzter Zwischenstopp am heutigen Tag. Der Parkplatz ist direkt vor der Eisdiele für uns reserviert. Ciao, due Spaghetti-Eis, per favor. Grazie. Am liebsten hätte ich jetzt eine Liege in der Sonne, aber bei uns geht es jetzt weiter hoch zum Feldberg und über ein paar Umwege zum Hotel nach Schönwald. Der Feldberg ist mit seinen 1493 Metern der höchste Gipfel im Schwarzwald und bietet bei klarem Wetter einen atemberaubenden Panoramablick. Mit etwas Glück sogar bis zum Mont Blanc. Wir nehmen den Feldberg Pass unter die Räder, der mit 1233 Metern Höhe und einer Steigung von bis zu 22% der zweithöchste Straßenpass Deutschlands ist. Die Strecke über den Pass begeistert mit einer geschwungenen Straßenführung und herrlichen Kurven, perfekt zum Genießen. Auf beiden Seiten des Berges wechseln sich offene Felder und dichte Waldstücke ab, typisch Schwarzwald. Obwohl die Passstraße eine wichtige Verbindung ist und entsprechend auch gut ausgebaut wurde, hat sie ihren ganz eigenen Charakter behalten. Die Aussicht, die Kurven und das Landschaftsbild machen sie zu einem echten Highlight für Motorradfahrer. Der Feldberg und seine Umgebung sind einfach immer wieder eine Tour wert, besonders für Genießer, die Natur, Ausblick und gute Kurven lieben. Und wer nach der Fahrt Lust auf eine Pause hat, findet hier zahlreiche gemütliche Restaurants, die den Tag kulinarisch perfekt abrunden. Nach dem Feldberg legen wir eine schöne Schleife ein und rollen zunächst am idyllischen Wingfallweiher vorbei, bevor wir dann den Schluchsee erreichen, den größten See im Schwarzwald. Er liegt auf 930 Metern Höhe mitten im Hochschwarzwald, misst rund 7,5 Kilometer in der Länge und bis zu 1,5 Kilometer in der Breite. Aktuell ist der Pegel etwas niedriger als gewohnt. Grund dafür sind notwendige Wartungsarbeiten am Rheintalstollen. Auch die ungewöhnlichen trockenen letzten Monate haben dafür gesorgt, dass weniger Wasser nachfließt als sonst. Trotzdem bleibt der Schluchsee ein echter Hingucker. Perfekt für eine kurze Pause oder ein schönes Foto. Wir lassen ihn diesmal aber rechts liegen und ziehen weiter zum nächsten bekannten Gewässer, dem Titisee. Während der Schluchsee ein Stausee ist, gilt der Titisee als der größte natürliche See im Schwarzwald, entstanden in der letzten Eiszeit als klassischer Zungenbeckensee mit einer markanten Endmoräne. Er liegt auf etwa 850 Metern Höhe, misst rund 2 Kilometer in der Länge, knapp 1 Kilometer in der Breite und ist an seiner tiefsten Stelle etwa 40 Meter tief. Heute ist der Titisee ein echter Besuchermagnet. Im Sommer tummeln sich hier Boote und sehr viele Badegäste. Wir machen uns nun auf den direkten Weg nach Norden über Furtwangen hinauf auf die legendäre Schwarzwald-Hochstraße B500. Ziel des Tages:
unser Motorradhotel Kaltenbach bei Schönwald. Der Tag war lang und vollgepackt mit Eindrücken. Unzählige Kurven, traumhafte Ausblicke und dieser typische Schwarzwaldflow. So langsam spürt man's in den Armen. Zeit, den Helm abzunehmen und zu genießen. Im Hotel Kaltenbach bleiben wir 2 Nächte. Halbpension ist gebucht und das Beste, hier ist alles auf Motorradfahrer ausgelegt. Nach einem Tag auf dem Bike wartet der Pool und die Wellnesslandschaft perfekt, um runterzukommen. Dazu liegt das Hotel angenehm ruhig abseits vom Verkehr der Schwarzwald-Hochstraße. Beim Stiefelbier, einem richtig guten Abendessen und einem Windbeutel zum Dessert lassen wir den Tag gemütlich ausklingen. Die Tourbesprechung für morgen steht noch an und natürlich hoffen wir wieder auf Sonne, klare Sicht und leere Straßen. Am 5. Fahrtag heißt's wieder aufsitzen und rein ins Kurvenabenteuer. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Vom Hotel Kaltenbach starten wir zu einer rund 200 Kilometer langen Traumtour durch den mittleren Schwarzwald. Hier erwartet uns alles, was das Bikerherz höher schlagen lässt. Enge Waldstraßen, endlose Kurven, das Rauschen der Wildbäche und der Duft von Tannen. Ein absolutes Highlight ist der Brandenkopf, einer der schönsten Aussichtspunkte im Schwarzwald. Perfekt für einen kurzen Stopp mit Wow-Effekt. Und natürlich darf auch die legendäre Hexenlochmühle nicht fehlen. Ein Ort, der aussieht, als wäre er direkt aus einem Schwarzwaldmärchen entsprungen. Zwischen all dem pure Fahrfreude, einsame Täler, kleine Dörfer und jede Menge Momente, die man einfach genießen muss. Los geht's! Heute ist Traumwetter angesagt, blauer Himmel, Sonne pur. Schon um 7 Uhr zieht's mich raus. Eine kleine Runde zu Fuß, rund ums Hotel, Morgensonne, frische Luft, Ruhe pur. Didi ist natürlich auch schon wach. Der Kaffee ruft und gleich geht's wieder los. Helm auf, Motor an und ab in den Schwarzwald. Unser erstes Zwischenziel, eine der weltgrößten Kuckucksuhren nahe Triberg. Triberg steht übrigens nicht nur für die höchsten Wasserfälle Deutschlands, sondern auch für ein echtes Schwarzwald-Feeling. Handwerkskunst, Geschichte und Natur vereint an einem Ort. Ein perfekter Stopp auf unserer Tour. Aber heute ist leider die erste weltgrößte Kuckucksuhr in Schonach bei Triberg wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Halb so wild. Morgen wartet schon die nächste Uhr der Superlative auf uns. Dass es hier gleich mehrere weltgrößte Kuckucksuhren gibt, liegt übrigens am Wettstreit der Uhrmacher. Nachdem der Uhrmacher Doll die Idee hatte, wollte jeder die größte und schönste Uhr bauen, so groß wie ein Schwarzwaldhaus. Weiter geht es für uns auf der L109, hinein ins wunderschöne Elstal. Der Straße folgen wir dann nach Norden, vorbei an grünen Wiesen, alten Schwarzwaldhöfen und herrlichen Kurven. Genauso lieben wir es. Bei Oberbrechtal biegen wir auf die Panoramastraße L107 ab, ein echtes Highlight für Genießer. Über Funk meldet sich Didi. Gleich kommt ein Fotostopp, Mega Aussicht bis rüber ins Kinzigtal.
Also Blinker raus, kurz anhalten, durchatmen und den Blick schweifen lassen. Momente, die jede Tour unvergesslich macht. Unsere Route führt uns weiter nach Gutach, mitten im malerischen Gutachtal, einem Seitental des Kinzigtals. Hier, umgeben von Wäldern, Bergen und saftig grünen Wiesen, liegt die Heimat des berühmten Bollenhuts, dem wohl bekanntesten Symbol des Schwarzwalds. Der Bollenhut, ein Strohhut mit großen roten und schwarzen Wollbollen, gehört seit 1800 zur Tracht der evangelischen Frauen aus Gutach, Kirnbach und Hornberg-Reichenbach. Die Bedeutung der Bollen selbst ist nie ganz geklärt worden, aber eins ist sicher: Rot bedeutet unverheiratet und schwarz bedeutet verheiratet. Oder wie man im Schwarzwald sagt, man sah schon von Weitem, ob sich das Flirten noch lohnt. Weiter geht's nach Wolfach, dort, wo sich Wolf und Kinzig vereinen. Das Leben spielt sich hier hauptsächlich in der malerischen Altstadt ab. Und das merkt man sofort, vor allem am Verkehr. Also rollen wir gemütlich durch und folgen dem kleinen Fluss Wolf weiter nach Norden. Bei Walke lassen wir das Wolftal hinter uns und tauchen ein in das ruhigere, idyllische Erzenbachtal. Die weiten Wiesen wandeln sich nach und nach in enge, kurvenreiche Waldstraßen. Nach einigen Kilometern biegen wir links in eine steile 1,5 Kilometer lange Strecke ab. Sie führt uns hinauf zum versteckt liegenden Brandenkopf, ein echter Geheimtipp im Schwarzwald. Jetzt sind wir an unserem nächsten Zwischenziel angekommen, dem 945 Meter hohen Brandenkopf. Er ist übrigens die höchste Erhebung des mittleren Schwarzwalds. Aufgrund der dichten Bewaldung hat man hier bereits 1928 einen Aussichtsturm gebaut. Gegen 2 € Spende zur Erhaltung des Turmes kann man über eine Holztreppe 32 Meter hinauf auf die Aussichtsplattform des Brandenkopfturms. Wer sich das entgehen lässt, ist selbst schuld. Beim beschwerlichen Aufstieg in Motorradklamotten bekommt man Puls. Aber oben wird man mit einer fantastischen Aussicht in alle Richtungen belohnt. Geht doch was. Puls. To earth, it's just as good
goes up must always come back down. But I'll be safe in your arms, like the light in the day never parts. Nach getaner Arbeit gönnen wir uns eine wohlverdiente Pause in der Berggaststätte Brandenkopf. Hier kann man nicht nur richtig gut essen, sondern auch übernachten, ob im Doppel- oder Dreibettzimmer. Die aktuellen Öffnungszeiten und Preise findest du am besten direkt auf der Internetseite brandenkopf.net. Wir fahren wieder den Berg hinunter in Richtung Oberhammersbach und nehmen dann kleine, kurvige Waldstraßen bis nach Haslach im Kinzigtal. Ja, links, ja. Wir sind nun in Haslach im Kinzigtal angekommen. Das ist eine richtig alte Stadt. Die ersten Siedlungsspuren gehen bis in die Römerzeit zurück. Im 13. Jahrhundert erlebte der Ort seine erste Blütezeit als Zentrum eines wichtigen Silberbergbaureviers. Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich Haslach zur Marktstadt. Die breiten Marktstraßen und Plätze aus dieser Zeit sind bis heute alle noch erhalten und verleihen dem historischen Stadtkern mit seinen barocken Fachwerkhäusern und engen Handwerkergassen ein besonderes Flair. Genau hier, mitten in der Altstadt, quasi in der Fußgängerzone, werden wir eine Pause machen. Wer mal in der Nähe ist, der sollte in Haslach unbedingt vorbeischauen. Auf reizvollen und wenig befahrenen Straßen cruisen wir weiter durch den Hochschwarzwald, fast bis in den Breisgau, wo sich das idyllische Glottertal öffnet. Eigentlich wollten wir über die L126 hinauf auf den Kandel fahren, doch die Strecke ist wegen Bauarbeiten leider gesperrt. Schade. Aber eines steht fest, beim nächsten Mal müssen wir da unbedingt rauf. Der Kandel mit seinen steilen Hängen und traumhaften Kurven ist ein echtes Paradies für Motorradfahrer. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch ans Glottertal aus dem Fernsehen. Von 1985 bis 2005 diente der Karlsbau hier, damals eine Kurklinik der Landesversicherungsanstalt Württemberg, als Kulisse für die Kultserie Schwarzwaldklinik. Heute ist das Gebäude immer noch eine aktive Heilklinik. Unser letztes Ziel für heute, die Hexenlochmühle. Sie zählt zu den schönsten und typischsten alten Schwarzwaldmühlen, idyllisch gelegen in einem kleinen verwunschenen Tal, dem Hexenloch. Und ganz nebenbei
gibt's hier auch noch wohl den besten Schwarzwälder Kirschkuchen weit und breit. Das lassen wir uns am späten Nachmittag natürlich nicht entgehen. Der perfekte Ausklang unserer heutigen Tour. Schon die Anfahrt zur Hexenlochmühle ist ein kleines Abenteuer. Enges Sträßchen, tiefe Wälder, sanft plätschernde Bäche. Hier zeigt sich der Schwarzwald von seiner ursprünglichsten und wohl schönsten Seite. Die Mühle selbst hat Geschichte. Sie wurde 1825 erbaut und ist seit 1839 in Familienbesitz. Ursprünglich diente der Teil mit dem kleinen Wasserrad als Nagelschmiede. Später kam ein zweites, größeres Rad dazu für die Sägemühle. Damit ist die Hexenlochmühle übrigens die einzige Mühle im Schwarzwald mit 2 Wasserrädern. Bei einem duftenden Nachmittagskaffee und einem Stück hausgemachten Schwarzwälder Kirschkuchen lassen wir den Tag in der Sonne ausklingen. Natürlich bei echten Benzingesprächen. Wir könnten hier ewig sitzen, genießen die Stimmung und schmieden schon Pläne für den nächsten Tag, vollgepackt mit Highlights, die man sonst kaum auf dem Radar hat, in Richtung Nordschwarzwald. Doch ganz vorbei ist der Tag noch nicht. Ein paar Kilometer durchs idyllische Hexenloch liegen noch vor uns, bevor wir über die Schwarzwald-Hochstraße zurück zum Hotel rollen. Dort heißt es dann Wellnessen, Koffer packen, Abendessen und einfach genießen. Wenn dir die Tour gefallen hat und du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über ein Like oder ein Abo und ganz besonders natürlich, wenn du das Video auch hypst. Das kostet dich nichts, bedeutet mir aber unglaublich viel. Jede Form von Anerkennung für die vielen Stunden beim Filmen, Recherchieren und Schneiden motiviert mich weiterzumachen und neue Touren für euch zu planen. Vielen Dank und bis bald auf der nächsten Fahrt. Euer Jürgen. Dabei, für jeden Moment ein Kuss durch Täler und Berge, von Küste zu See, mit jedem neuen Morgen ein frischer Dreh.